Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Talk. Heute ist es wirklich nur ein reines Talk-Video, denn mir liegt ein Thema auf dem Herzen, über das ich extrem gerne sprechen möchte, und ich möchte hier meine ganz persönlichen Erfahrungen teilen zu diesem Thema. Ich weiß, dass jeder da seine anderen Erfahrungen macht und jeder aufgrund seiner Persönlichkeit eben auch ganz anders mit diesem Thema umgehen kann. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, das sind meine persönlichen Gedanken, so wie ich es empfinde. Und vielleicht kann der eine oder die andere davon ja was mitnehmen. Heute soll es um das Thema Mental Load in Schweden gehen. Denn man mag es kaum meinen, wenn man mich sieht in dieser wunderschönen Umgebung. Es ist ja wirklich paradiesisch hier mit dem Wasser hinter mir und so viel Wald und angenehme Temperaturen. Das alles sind definitiv Vorzüge, die ich hier in Schweden genießen darf. Nichtsdestotrotz habe ich ja in meinen bisherigen Videos auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man einen hohen Preis dafür zahlen muss, um ein solches Leben wie hier führen zu können. Und ich merke für mich immer mehr, dass ich diesen Preis nicht mehr bezahlen kann. Es geht um Mental Load. Das ist ein Thema, wo man ja eigentlich denkt: „Mensch, in Schweden, in so einer wunderschönen Natur, da dürfte das doch eigentlich gar kein Thema sein." Denn Natur ist ja gerade dazu da, um zu entspannen und um sich diesem ganzen Alltagsstress, sage ich mal, zu entziehen. Und dennoch ist es ein riesiges Thema für mich, denn selbst hier in der Natur gibt es auch diesen Mental Load und der ist gar nicht mal so klein. Was ich extrem unterschätzt habe, ist die extreme Isolation, von der man betroffen ist, wenn man zum einen alleine lebt in Schweden in einem eigenen Haus und zum anderen dann auch noch selbstständig alleine arbeitet. Es ist eine wirklich schwere Last, wenn man sich mit niemandem über all diese Themen austauschen kann. Und ich denke da ganz speziell daran, wenn man sich in einem Arbeitsverhältnis befindet, dann hat man Kollegen, zu denen man gehen kann. Meistens regt man sich ja über die auf und wünscht sie sich vielleicht auch gerne weg. Aber ich möchte mal darauf aufmerksam machen, wie wertvoll das eigentlich ist, dass man mit Menschen zusammenarbeiten kann. Denn das nimmt einem schon eine riesige Last in Bezug auf Mental Load. Denn man kann sich über die Probleme, die man in der Arbeit hat, mit jemandem austauschen. Man kann sich Inspirationen von anderen holen. Man kann sich an den Erfahrungen anderer bedienen oder man kann von den Erfahrungen anderer profitieren, weil man sie eben um Rat fragen kann. Als Selbstständiger hat man das alles nicht. Ich zumindest in meinem Fall habe das nicht. Und das ist eine riesige Last, wenn man immer und immer wieder mit all diesen Problemen selbst umgehen muss und das irgendwann einfach nicht mehr schafft. Und vielleicht schaffe ich das deswegen nicht mehr, weil es eben nicht nur dieser eine Bereich der Selbstständigkeit ist, sondern da kommt dann auch noch der andere Bereich hinzu, dass ich mich ja gleichzeitig um ein renovierungsbedürftiges Haus kümmern muss. Das bedeutet, ich habe auf der einen Seite die Säule, die kein Geld einbringt als selbstständige YouTuberin, und auf der anderen Seite habe ich das renovierungsbedürftige Haus, was ich nicht renovieren kann, weil die eine Säule mich ja nicht trägt. Und das ist eine Endlosspirale, die einen Mental Load hervorbringt, der mich einfach zugrunde treibt. Ich bin also tagtäglich in Gedanken damit beschäftigt, denn es ist typisch für das Gehirn, dass es nun mal nach Lösungen für Probleme sucht. Ich bin tagtäglich damit beschäftigt, Lösungen für meine Probleme mit dem Haus und dem Wohnmobil zu suchen, aber das passiert alles nur in Gedanken, denn in Wirklichkeit kann ich diese Probleme nicht lösen, weil ich eben die finanziellen Grundlagen dafür nicht habe. Und so ist das ein ewiger Gedankenkreisel. Wie kommt man an die finanzielle Stabilität, um die andere Säule stabilisieren zu können? Und ich sehe da für mich hier in Schweden aktuell wirklich keinen Weg mehr.
Ich glaube, ich habe alles ausprobiert, was in meiner Macht steht und was eben zu mir passt. Es gibt da draußen ja unglaublich viele Ratschläge und was ich denn noch alles ausprobieren könnte. Und ich für mich weiß ja, was ich schaffen kann und was ich nicht leisten kann. Und viele dieser Ratschläge, die treffen eben einfach nicht auf mich zu. Ich kann das nicht leisten und ich möchte es auch nicht leisten. Ich möchte einen Weg finden, der sich einfach anfühlt, der mich trägt und in dem ich nicht immerzu das Gefühl habe, dass ich alleine für alles verantwortlich bin und dass ich das alles alleine tragen muss. Und deswegen ist für mich aktuell der Weg zurück nach Deutschland die einzig sinnvolle Option, auch wenn mir das natürlich extrem schwer fällt. Aber ich habe aktuell einfach keine Kraft mehr, um diesen Weg hier noch weiter gehen zu können. Denn all diese Probleme, für die ich ständig täglich versuche, irgendeine Lösung zu finden, das laugt mich einfach aus. Das ist einfach dieser Mental Load, den ich in diesem Video ansprechen möchte, den man von außen oft gar nicht so sieht. Ja, er ist halt in Gedanken da. Und ich schaffe das einfach nicht mehr, den zu bewältigen. Wenn man das nicht mehr schafft zu bewältigen, dann ist das ein riesengroßes Problem, denn dann kann das ganz schnell körperlich sein. Und das ist bei mir auch der Fall. Es war in den ganzen letzten Jahren immer schon bei mir der Fall, dass sich solche Sachen bei mir körperlich geäußert haben. Und bei mir zeigt sich das in erster Linie über Zahnprobleme. Und das ist ein Ding, was ich so auch nicht mehr tragen kann, denn zahnmedizinische Behandlungen sind hier in Schweden einfach unfassbar teuer. Es gibt hier keine Grundversorgung in Deutschland, auch wenn es diesen Hochkostenschutz in der Theorie gibt. In der Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leistungen da überhaupt nicht reinfallen und man tief in die Tasche greifen muss. Deswegen habe ich auch den Weg gewählt und bin nach Polen gegangen, um meine ganzen Probleme zu beheben. Aber es ist eben einfach nur eine Symptombehandlung und die Ursache, die hinter all diesen Problemen steckt, die besteht weiterhin und ich bin fest davon überzeugt, dass meine Psyche da einen sehr, sehr großen Anteil dran hat. Und ja, man mag es kaum glauben, aber auch in Schweden, in dieser wunderbar fantastischen Natur, kann man psychische Probleme bekommen. Das ist leider so und das bestätigen mir auch Erfahrungsberichte, von denen ich immer wieder höre, dass ja, die Depressionsrate hier in dem Land sehr hoch ist und dass es immer wieder Fälle gibt von Menschen, ja, die suizidgefährdet sind aufgrund der Isolation, die es hier eben gibt. Das ist leider ein Thema. Das ist die Schattenseite der Goldmedaille. Und ich denke, das ist wichtig, auch diese Seite einmal anzusprechen, weil man ansonsten zu sehr das Bild bekommt, dass Schweden das perfekte Land sei. Das bekomme ich immer wieder zu hören von Gästen, die das Airbnb von meinem Nachbarn besuchen. Die sagen ja auch mal: „Mensch, ihr lebt doch hier in einem perfekten Land und wie wahnsinnig das ist.“ Aber es gibt eben auch hier Schattenseiten. Es gibt viel mehr Schattenseiten als das, was ich jetzt hier anspreche. Und meiner Meinung nach gibt es nicht das perfekte Land, in das man auswandern kann. Es gibt überall Vor- und Nachteile. Und ja, deswegen ist schon immer mein Wunsch gewesen, dass ich gerne beide Länder, sowohl Deutschland als auch Schweden, zu, ja, ich sage mal nicht zu meiner Heimat machen zu wollen, denn Heimat, es ist ein schwieriger Begriff für mich. Aber ich möchte, dass beide Länder ein Teil von mir bleiben.
Deswegen werde ich definitiv auch das Haus vorerst behalten, solange ich die Möglichkeit habe, das natürlich finanziell zu tragen. Das ist ja die nächste Sache, wenn ich zurück nach Deutschland gehe, dass auch das unterhalten werden muss. Denn die Probleme werden leider nicht besser, je länger man wartet. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass, wenn ich in Deutschland wieder Fuß gefasst habe mit einem neuen Job, dass ich dann eben auch die Ressourcen habe, die ich wieder in das Haus investieren kann. Und aktuell sehne ich mich unglaublich danach, wieder in einem Arbeitsumfeld sein zu dürfen, wo ich mit all den Fähigkeiten und mit all dem Wissen, das ich habe, gewertschätzt werde und wo ich auch gefördert werde. Denn ich habe auch das Gefühl, dass hier in Schweden, in diesem Leben, was ich lebe, meine Weiterentwicklung total stagniert. Ich liebe es total, mich weiterzubilden. Ich habe mich schon immer in naturwissenschaftlichen und philosophischen Bereichen wohlgefühlt. Ich habe es geliebt, diese Fächer zu studieren, und ich kann mich unglaublich intensiv in eine Thematik einarbeiten, wenn ich die Leidenschaft dafür entdecke. Und das fehlt mir hier total. Ich brauche wieder diesen geistigen Input in einem Arbeitsumfeld, in dem ich mich auch wohlfühle und in dem ich gefördert werde. Bevor ich nach Schweden gekommen bin, habe ich genau das gehabt. Damals habe ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht in einem Artenschutzreferat, wo es eben um naturschutzfachliche Themen ging. Und es war fantastisch für mich. Ich wurde gefördert, gewertschätzt. Und eigentlich habe ich ja danach auch direkt ein Jobangebot bekommen, was ich dann allerdings abgelehnt habe, weil ich ja damals noch Erfahrungen sammeln wollte. Ich denke, das ist richtig so gewesen. Man kann Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, eh nicht bereuen, denn man kann sich ja nur aufgrund der aktuellen Faktoren, die gerade gegeben sind, entscheiden für den einen oder den anderen Weg, und rückblickend dann was anderes zu wollen, das funktioniert eh nicht. Deswegen, ich habe damals aus guten Gründen mich dagegen entschieden und bin einen anderen Weg gegangen. Dass sich dieser Weg jetzt als nicht so zielführend herausgestellt hat, das konnte man damals ja noch nicht ahnen. Es ist eben ein Erfahrungssammeln. Und ich kann auch jetzt nicht ahnen, ob dieser Weg, den ich jetzt gehe, sich in Zukunft immer noch richtig anfühlen wird. Ich kann ja nur mit den gegebenen Faktoren wiederum entscheiden, die ich jetzt gerade habe in diesem aktuellen Moment. Und diese Situation ist gerade einfach, dass ich mich hier isoliert fühle, was die Arbeit angeht, dass ich mich nicht mehr weiterentwickeln kann und dass ich diese ganzen Situationen einfach nicht mehr aus eigener Kraft tragen kann und dass ich gerne wieder in ein Umfeld möchte, wo ich eben all diese Faktoren habe. Und deswegen wird der Weg zurück nach Deutschland gehen. Ich habe mich auf 2 Jobs beworben, in die ich jetzt wieder sehr viel Hoffnung reinstecke, dass ich da Chancen habe auf ein Gespräch. Wir werden sehen. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Und dann werden wir schauen. Meine Erfahrungen sind da ja leider nicht so gut, denn ich habe 2022 und 2023 ja schon mal versucht, wieder in Deutschland Fuß zu fassen. Und damals war das ja alles sehr erfolglos. Deswegen bin ich ja wieder zurück nach Schweden gegangen und wollte den Weg hier weitergehen, weil ich dort eben keine Möglichkeit gefunden habe. Ja, hier hat sich es auch als schwierig herausgestellt. Deswegen ist das einfach so ein ständiges Hin und Her und neu versuchen und immer wieder aufstehen. Es ist schwierig. Das kann ich nicht abstreiten. Aber was bleibt einem anderes übrig, als sich immer wieder aufzurappeln und immer wieder neue Versuche zu wagen und versuchen weiterzugehen. Das versuche ich hiermit. Ja,
Ich hoffe, ich habe einigermaßen einen roten Faden in dieses Video bringen können. Das werde ich später sehen, wenn ich es dann schneide. Aktuell fühlt es sich ein bisschen chaotisch an. Ich habe viele Themen angesprochen, die mir gerade einfach auf dem Herzen liegen und wo ich denke, die sind interessant für andere und ja, sie beschäftigen mich eben gerade. Das ist aktuell das, was aktuell ist in meinem Leben. Ja, nächste Woche wird es also darum gehen, meine Sachen zusammenzupacken. Und ja, dann schauen wir weiter. Ich hoffe, euch hat das Gespräch inspiriert, vielleicht auch zum Nachdenken angeregt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, gebt auf euch Acht und folgt immer dem Weg, der sich für euch richtig anfühlt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.